Hallo Werkzeugfans, willkommen bei Grotools TV. Mein Name ist Sebastian. Heute geht es um Metall, aber auch irgendwie ein bisschen um Holz. Denn vor weit über 20 Jahren wurde diese Säge entwickelt und auf den Markt gebracht. Und jetzt nach über 20 Jahren gibt es jetzt endlich den Nachfolger. Und wo das hier noch eine reine Metallstichsäge war, haben wir hier schon ein Kombigerät, nämlich Metall und Holz. Und wir werden heute mal schauen, wie viel besser ist das Ganze denn hier in 20 Jahren geworden. Wie viel besser sägt sie, was kann sie mehr, auch wo ist sie bei Metall besser. Aber wir werden uns auch mal anschauen, wie gut kann die hier eigentlich Holz sägen und auch die alte hier. Wir werden das alles mal im Detail testen und mal schauen, was ist darin jetzt eigentlich besser geworden und was war die Entwicklung von 20 Jahren. Moment, bevor es weitergeht, wir verlosen Werkzeug. Und zwar nicht nur in diesem Video, sondern in jedem Video verlosen wir jeweils Werkzeug. Wahnsinn, oder? Du musst nichts weiter machen, außer unten in die Kommentare deine Meinung zu diesem Video oder zu unseren Themen heute zu schreiben. Und der Hammer ist ja wirklich, du kannst dir dein Werkzeug aussuchen. Schau einfach bei uns auf die Verlosungsseite. Dort siehst du einen Pool an Werkzeug, aus dem du dir einen Gewinn aussuchen kannst, wenn du gewonnen hast. Das, was wir an der Seite sehen, sind einige Beispiele. Das könnte es zum Beispiel auch sein. Für dich ein wichtiger Hinweis. Schau mindestens einmal in der Woche auf der Verlosungsseite vorbei, ob du gewonnen hast, denn du kannst ja bei jedem Video gewinnen und das sind eine Menge Gewinnchancen. Übrigens, auch wenn du kein Metaller bist, also ich meine nicht Metall hörst, sondern dich mit Metall beschäftigst, dann schau dir das Video ruhig mal an, was so in der Weiterentwicklung in diesen 20 Jahren passiert ist. Und ich finde es wirklich interessant, dass wir jetzt hier so eine Kombisäge haben, was wir bei der hier gar nicht haben. Also bei der Säge ist wirklich, das ist Metall, 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 wohingegen wir hier schon eher eine Säge haben, die Metall sehr gut kann, aber auch Holz. Und da sind ein paar Funktionen dran, die die wenigsten Holzsägen haben. Also insofern vielleicht auch für viele Holzwerkstätten interessant. Aber lass uns erstmal darüber sprechen, was für Geräte, bzw. wie heißen die Geräte eigentlich, die wir hier vor uns haben. Wir haben hier die ASTE 638. Und wenn ihr mich fragt, was kostet die? Keine Ahnung. Wir haben sie auch nur noch gebraucht bekommen. Irgendwo, aber ich muss sagen, auch schon für einen stolzen Preis. Sie ist aber auch in einem sehr guten Zustand. Und ich glaube, wer diese Säge hat, wird sie hegen und pflegen und wird mit ihr sehr zufrieden sein, weil sie ist so lange auf dem Markt und hat so lange auch gute Dienste gemacht. Jetzt haben wir hier aber das neue Modell. Akku, M-Share und so weiter und so fort. Und zwar haben wir hier die ASTE 18-26AS. Was 26 heißt, kommen wir auch noch mal gleich dazu. Und wir sehen hier auf jeden Fall schon mal alt, Kabel, neu, Akku, M-Share. Ja? Wir sind hier in der M-Share-Allianz, das heißt, wir können die ganz normalen Bosch 18 Volt Akkus nehmen. Lass uns mal anschauen, inwiefern sich die Geräte unterscheiden. Und dann fangen wir mal beim Thema Absaugung an. Hier bei der alten, ja, bei dem guten alten Modell haben wir hier eine Absaugung eingebaut, die ist fest dran. Ja, können wir diesen Schlauch anschließen und entsprechend absaugen. Bei der neuen haben wir auch eine Absaugung. Die würde jetzt hier gehen. Jetzt sagt ihr, na, wie komme ich denn da ran? Ganz einfach mit einem Adapter. Den kann ich hier einsetzen. Und dann kann ich hier entsprechend auch absaugen. Wenn wir gerade hier sind, schauen wir uns mal noch ein anderes Thema an. Wir haben hier keine, jetzt wollte ich schon sagen, herkömmlichen Sägeblätter, sondern das sind andere Blätter, als wir es heute kennen. Wir sehen hier, ja, vielleicht kann ich es hier auch mal so davor halten, da seht ihr, die sind ganz, ganz gerade. Ja, im Verhältnis zu den neuen, so sehen ja die aktuellen aus. Wir haben hier nochmal so eine Einkerbung und damit können die ganz anders eingeführt werden und ganz anders gehalten werden. Ich zeige dir auch mal, wie das funktioniert hier. Denn hier ist es so, ich nehme diesen Hebel, den muss ich einmal abdrehen. So. Hier drin ist der Schlüssel, ja, um das Ganze zu lösen. Und zwar jetzt an der Stelle hier kann ich es leicht lösen. Dann kann ich das hier nehmen, einsetzen. So, ein bisschen vorsichtig sein. So, einsetzen. Dann nehme ich das hier wieder. Zack, dann nehme ich das hier wieder rein. Man kann sich natürlich auch extra einen Schlüssel irgendwo hinlegen, dass man das hier nicht oben immer abholen muss. Aber dann sind wir fertig. Das heißt, viel Einstellarbeit. Hier beim neuen ganz anders. Ihr seht hier diesen Hebel. Ganz klassisch, kennt man eigentlich heutzutage. Lege ich um, setze ich an und ja, los geht's. Eine Sache können wir uns gleich hier auch noch angucken, und zwar, wir sehen hier, wir haben keinerlei Verstellmöglichkeiten für das Blatt. Also wir haben hier keinen Pendelhub. Daran erkennen wir auch ganz klar Metall, weil gerade im Bereich Holz, also bei Metall würde man bei der hier wahrscheinlich immer nur auf Null stellen, aber wir sehen hier, wir können den Pendelhub direkt einstellen, und zwar hier ganz einfach, zack, 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 je nachdem, wie wir es brauchen. Ich hoffe, Sie sehen es auch. Na, ist leider nicht gut sichtbar.
Jedenfalls hier können wir es für Holzanwendungen wunderbar entsprechend einstellen. Übrigens noch eine Sache, die wir hier jetzt machen können, die die alte nicht kann, ist folgendes. Wir können hier diese Schraube lösen und dann können wir hier den Winkel einstellen. Das heißt, wir können hier mit der Säge dann auch wirklich im 45-Grad-Winkel oder schneiden, je nachdem, wie du es einstellst. Bei dem hier geht gar nichts, gerade oder nicht. Übrigens, einige von euch wird Folgendes aufgefallen sein. Ich habe es jetzt hier lose gedreht, Sägeblatt rein, habe es wieder festgemacht, habe aber das Sägeblatt gar nicht festgezogen. Das müsst ihr natürlich trotzdem machen. Deswegen mache ich das jetzt mal, damit das hier nicht gleich rausfliegt. So, weil ich möchte euch was zeigen. Was ich wirklich cool finde, ist, wir haben hier einen Sanftanlauf. Das heißt, die Säge knallt nicht gleich mit der vollen Geschwindigkeit los, auch wenn ich sie auf eine größere Geschwindigkeit einstelle. Geht so einen kleinen Moment und dann geht's los. Die Säge hier hat auch eine Art Sanftanlauf. Ich stelle sie wirklich mal hier auf irgendwie so die Hälfte der Drehzahl und dann hört ihr. Auch hier ist es so, es dauert einen kleinen Moment. Was ihr aber gerade gesehen habt, ist Folgendes. Erst einmal, ich kann hier die Geschwindigkeit hinten einstellen, zack, 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 gar kein Problem. Auch hier kann ich es einstellen, hier an der Seite, auch mit dem Daumen sofort einstellbar. Also ihr merkt, hier kann ich viel mehr direkt mit einer Hand machen, weil hier mit einer Hand habe ich keine Chance oder da komme ich nicht hin. Ja, dann brauche ich schon die zweite Hand dazu. Kein Problem, aber ist halt so. Was ihr aber seht, ist Folgendes. Ich mache die Maschine mal an. Merkt ihr das? Sofort aus. Also in dem Moment, wenn ich drauf drücke, aus. Ja? Ich stelle sie jetzt auch mal wirklich auf Maximum, auf Stufe 6. Zack, aus. Was ich super sinnvoll finde, weil du arbeitest damit, du möchtest dann ja einfach aus und dann weiter hinlegen, machen und tun. Bei der Maschine auch mal maximale Geschwindigkeit. Zeige ich euch mal was. Da seht ihr auch den Unterschied von damals zu heute. Und das ist, ganz ehrlich, ist das schlimm? Nein. Aber man ist es heutzutage nicht mehr gewohnt. Weil heutzutage ist man eigentlich gewohnt, man hat ein Gerät, kann es sofort zur Seite legen, kann arbeiten, kann wieder nehmen und machen und tun. Dieses aufgerähte Warten, das ist man heutzutage einfach nicht mehr gewohnt. Und wo ich es die ganze Zeit auch gemacht habe, lasst uns mal über das Thema Schalter sprechen. Hier bei der neuen ist es so, dass wir hier auf der Seite einen Schalter haben. Ich kann hier mit dem Daumen wunderbar bedienen, auf der Seite fehlt er. Wenn ich hier Rechtshänder bin, gar kein Problem, kann ich das einstellen, machen und tun. Als Linkshänder kann ich es hier nicht, aber ich kann es natürlich auch hier mit dem Zeigefinger ganz normal bedienen. Es funktioniert. Ja? Nur, dass ihr es wisst, es fehlt hier quasi der andere Schalter. Aber gerade wenn ich das Gerät habe, mache Kurvenschnitte, habe ich ja so in der Hand. Also so von oben, so in der Hand. Arbeite damit, mache und tue. Irgendwo, wo ich lang gehe, habe es aber von oben gegriffen. Bei der Säge ist es ja so, ich mache jetzt ganz bewusst auch mal das Kabel raus. Bei der Säge ist es so, dass ich hier den nach vorne schiebe. Und dann, ja, ich schiebe es nach vorne und dann, erstmal passiert nichts, wenn ich es nur nach vorne schiebe, geht sie an und dann drücke ich sie ganz leicht nach vorne, rastet sie ein, aber so dass es im Dauerbetrieb ist. Wenn ich jetzt damit arbeite, kann es schon passieren, dass ich hier mal hinten versehentlich draufkomme, weil es ist ganz, ganz, ganz leicht. Wenn ich jetzt hier normal arbeite, ist es eigentlich geschützt hier durch die Erhebung, aber es kann schon passieren, wenn ich hier so in die Nähe komme, dass es mir rausspringt und ausgeht. Kleinigkeiten, aber hier finde ich es einfach besser gelöst. Gefühlt war es früher heller, denn wir haben hier kein Licht dran. Also wir haben hier, das ist natürlich Quatsch, ja, früher war es genauso hell wie heute, aber hier haben wir kein Licht. Das heißt, früher hat man darauf verzichtet. Ich glaube, wir hatten einfach noch kein LED zu dem Zeitpunkt, als das Gerät hier gebaut wurde. Jedenfalls musstest du ganz normal arbeiten, musst mit dem Licht von oben arbeiten. Bei dem hier haben wir ein Licht. Das ist ganz weit hier unten eingebaut und leuchtet das Feld hier aus. Wo wir hier gerade bei dem Feld sind, eine ganz wichtige Sache. Bei der Säge haben wir keine Abblasfunktion. Gerade im Bereich Holz, wo sehr, sehr viele Späne entstehen, ist es so, dass es ein bisschen lästig ist, weil dann sind hier überall die Späne, man sieht das gar nicht so richtig. Das ist echt ätzend. Diese Säge hat eine Abblasfunktion. Das heißt also, wenn ich arbeite, ist es so, dass ein Teil der durch den Motor entstehenden des Windzugs, nenne ich es mal, ja, wird hier vorne rausgeblasen und dadurch ist es so, dass dieser Bereich hier wirklich freigehalten wird von Staub. Eine Sache muss ich übrigens erwähnen. Es ist so, dass diese Säge hier wirklich speziell für Metall ausgelegt ist. Das heißt, bei Metall kommt es ja dazu, dass wirklich auch heißes Metall entstehen kann. Es ist ein kalter Schnitt, ohne Frage, aber es könnte passieren, dass auch mal ein Funke kommt und so weiter und so fort. Und da ist es so, dass hier die Teile so ausgearbeitet sind und so hergestellt sind, dass es dem eben überhaupt nichts austut oder nichts antut.
Ja, ihr wisst, was ich meine. Bei dem hier ist es gefühlt so, damit kannst du irgendwie einen Panzer durchsägen, weil hier ist sowieso alles irgendwie aus Metall. Da passiert ja sowieso gar nichts. Also es ist schon erstaunlich, wie robust früher solche Geräte gebaut wurden. Übrigens bei dem hier ist es so, dass das hier extrem hochwertig gebaut ist. Also die Mechanik, die das Ganze hoch und runter bewegen, ist wirklich kalt geschmiedet, wenn ich mich richtig erinnere, und wirklich super robust gebaut. Bei der Maschine ist es wiederum so, dass hier dieses Lager, was an dieser Stelle ist, was das Sägeblatt festhält, sehr robust gebaut ist und auch noch von fein nochmal hervorgehoben wird, dass es wirklich sehr, sehr viel aushält. Und diese Stange, die sich hoch und runter bewegt, das ist keine runde Stange, sondern die ist, ich glaube, es ist sechseckig ausgeformt, nee, viereckig, genau, sie ist etwas stabiler und ist nicht rund, sondern ist eckig und dadurch soll sie noch verwindungssteifer sein. Und jetzt kommen wir noch mal zu technischen Daten. Ich habe extra mir mein Blatt hier auch hingelegt, denn es gibt diese alte Diskussion, Akku gegen Kabel. Kabel viel besser, Kabel, so. Kabel kann ja auch Vorteile haben, alles gut. Aber wenn wir uns das alte Gerät angucken, ist es so, dass wir hier Metall, ja, Stahl, nur bis 10 mm halt schneiden dürfen oder dafür ist sie ausgelegt. Nur bis 10 mm bzw. Edelstahl sogar nur bis 6 mm. Bei der Maschine sind es sogar volle 12 mm, die wir schneiden können. Bei Holz ist sie hier mit 60 angegeben, sie sogar mit 150 mm. Das ist doch der pure Wahnsinn. Also wir sehen schon, dass Akkugeräte richtig Bums haben heutzutage und auch wirklich viel können. Und jetzt möchte ich noch mal auf eine Sache eingehen. Und zwar, vorhin war es ja beim Namen so, dass wir hier ASTS 1826 hatten. Die 26 steht hier für die Hubhöhe. Das heißt, wie viel das Blatt nach vorne und hinten geht. Und das sind 26 mm. Aber bevor wir jetzt hier die ganze Zeit über die Sägen sprechen, lasst uns das Ganze noch mal testen. Du hast gerade gesehen, wie gut die beiden Sägen auch Holz gesägt haben. Und ja, ich weiß, gerade diese Säge ist eigentlich nicht dafür gedacht, primär Holz zu sägen, aber es geht halt grundsätzlich. So, wenn man das richtige Blatt natürlich nimmt. Wir haben hier bei beiden Holzblätter drin gehabt und wie war das Ergebnis? 39 Sekunden zu 28 Sekunden. Also hier deutlich schneller, das macht doch richtig Spaß, oder? Richtig cool, neue Säge, schneller? Ja, Moment, wir haben einen riesen Fehler gemacht, denn hier war Pendelhub hier aus. Lass uns den mal anschalten. Habt ihr gesehen, wie schnell das Ganze ging? Wahnsinn! Hier waren wir jetzt nur noch bei 12 Sekunden. Das heißt, der ehrliche Vergleich wäre 39 gegen 12 Sekunden. Irre, oder? Und wenn ihr sagt, Moment, was ist denn hier los? Das ist ja nicht das Originalblatt. Also hier haben wir ein anderes Blatt als da. Nee, haben wir nicht. Wir haben hier ein ganz normales Standardblatt genommen für Holz, was halt gut funktioniert. Hier reingetan. Dann haben wir exakt dieses Blatt genommen und haben hier einfach die Aufnahme, ja, abgesägt oder abgewinkelschleifert, haben das jeweils abgemacht und haben also exakt dasselbe Blatt, exakt dieselbe Verzahnung und so weiter und so fort, haben das hier reingetan und haben damit gesägt. Und damit ist ein absolut vergleichbares Ergebnis, das heißt also 39 gegen 12 Sekunden. Und weil wir gedacht haben, ja, vielleicht ist das Originalblatt ja besser, also das, was wir genau hier sehen, haben damit gesägt, das Ergebnis war genau das gleiche. Aber lass uns jetzt die Säge mal da testen, wo sie hingehören, lass uns mal Metall sägen.
Du hast gerade gesehen, beide haben Metall gesägt. Das ist schon mal grundsätzlich gut. Aber wir haben übrigens einen kleinen Fehler gemacht. Und zwar, Fehler will ich gar nicht sagen, aber wir hätten es noch fester spannen können. Wir hatten noch ein bisschen Eigenvibration, aber auch nur ein bisschen. Aber das verfälscht die Geschwindigkeit so ein bisschen. Aber beide mussten mit der Vibration gleich kämpfen. Und was ist das Ergebnis? Wir haben bei der Säge, bei der alten, rund 35 Sekunden gebraucht, bei der neuen rund 40. Da ist vielleicht auch ein bisschen Messtoleranz dabei, aber das ist unser Ergebnis. Und wir sehen aber, wir haben hier jetzt eine Säge gehabt, mit der wir wunderbar und extrem schnell Holz gesägt haben, aber auch natürlich sehr, sehr gut Metall sägen können. Und übrigens möchte ich noch mal auf einen Vorteil hier eingehen gegenüber zum Beispiel einem Winkelschleifer. Wir haben hier erst einmal gegenüber Winkelschleifer haben einen kalten Schnitt. Das ist ein Riesenvorteil. Wenn du mit einem Winkelschleifer arbeitest, wir blenden das hier auch mal ein, hast du sehr viel Funkenflug, hast ganz andere Sicherheitsbestimmungen auch. Mit dem hier kannst du ganz entspannt hier Metall sägen und kannst damit arbeiten. Finde ich mega cool. Riesenvorteil dem gegenüber. Wir haben aber natürlich auch Metallhandkreissägen. Bei einer Metallhandkreissäge ist es so, da hast du mehrere Probleme. Denn bei einer Metallhandkreissäge hast du halt ein Blatt, das hat eine bestimmte Größe, ja, je nachdem wie groß sie entsprechend ist. Und damit, hier kann man das so ein bisschen auch sehen, hier sieht man so ein bisschen die Rundung auch des Blattes an der Stelle. Ja, wir sehen hier, wie rund das hier reinschneidet. Und dann passiert nämlich Folgendes. Entweder sägst du nicht durch oder du hast am Ende hier so ein kleines Kreuz. Ja, wenn du mit Metall durchsägst, dann hast du auf jeden Fall irgendwann dann so ein Kreuz hier drin. Groß oder kleiner ist dann auch ein bisschen Geschicklichkeit. Wenn du es mit der Stichsäge machst, kannst du wirklich hier in die Ecke wunderbar rein und so eine Kante halt auch mal raussägen. Und weil wir uns die ganze Zeit jetzt hier bei diesen Kleinigkeiten aufgehalten haben, so eine Stichsäge ist natürlich dafür da, um eben auch kleinere Dinge zu machen. Die ist nicht dafür da, um so ein riesen Stück hier einmal durchzusägen. Dafür würdest du normalerweise eigentlich deine Metallhandkreissäge zum Beispiel nehmen oder vielleicht auch eine Bandsäge. Weiß ich gar nicht, aber auf jeden Fall heutzutage eine Metallhandkreissäge. Das hier ist eben etwas, weil so eine Säge ist dafür da, um so an kleineren Kanten, Ecken was abzulenken oder vielleicht auch mal was Größeres zu sägen, ohne Frage. Aber was man bedenken muss, ist, da diese Säge für Metall primär geeignet ist, gibt es hier keinen Führungsschienenadapter. Es gibt dafür auch keinen Kreisschneideadapter. Daran siehst du auch, dass die Säge wirklich primär erstmal für Metall ist und Holz eben auch kann. Und deswegen wäre jetzt meine Frage nach diesen Testergebnissen und so weiter und so fort. Was sagt ihr denn zu der Säge? Sagt ihr, ey cool, ist für mich eine echte Alternative? Oder ich sage, Mensch, auch wenn ich vielleicht eher beim Holz bin, sage ich, oh cool, jetzt habe ich endlich mal eine Säge, die auch wirklich gut Metall kann. Kann ja sein, dass du sagst, ich steige in das Thema ein. Oder bleibe ich mal mit einer angespannten Marke? Ja, schreib es gerne unbedingt mal in die Kommentare. Weil diese Säge hat auch eine sehr bestimmte Form, wie sie diesen Schnitt ausführt. Im Prospekt zu der Säge steht drin, eine tropfenförmige Bewegung, was immer das heißen mag. Wir können auch gerne mal einen Vergleich machen zu Metallsägen anderer Hersteller. Aber dazu brauche ich euch. Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Ich werde jetzt noch ein bisschen was sägen und solange ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.